Da ist sie nun, die komplett zerstörte Nikuba, ja. Ihr seht da oben, da wurde schon mal was eingesetzt. 2 Splines hat der Nick reingemacht, hat auch gut gehalten. Aber Malte hat sich dann im Hamburger Club irgendwie in die Wand verrannt und dann ist das alles noch abgegangen. Und das macht jetzt keinen Sinn, das nochmal zu machen. Malte hat mir ein Original Nikuba Halsrohling besorgt. Das spart mir eine Menge Arbeit und ihm einen Haufen Geld. Und womit beginnt es immer? Mit der Demontage der ganzen Teile. Ja, ich meine, ich werde das natürlich alles wieder benutzen, habe alle Mechaniken gecheckt, die sind auch alle voll funktionsfähig. Der hat halt den Schlag oben auf der Kopfplatte abgekriegt. Ja. Erstmal alles runterschrauben, die Sachen sichten und jetzt checke ich erstmal den Halswinkel. Das ist jetzt ganz entscheidend, dass ich da keinen Fehler mache, was die Maße angeht. Ich muss alles ausmessen, sowohl die Halsflucht als auch den Halswinkel. Wenn da irgendwas daneben geht, ist das vorbei. Das ist nämlich eine Gitarre, eine Orca mit eingeleimtem Hals. Das ist die Challenge bei der Geschichte. Wäre es jetzt ein geschraubtes Ding, wäre das keine große Nummer. Aber ich muss jetzt den alten Hals da rausbringen, ohne den hochglanzlackierten Body irgendwie zu beschädigen bei dieser ganzen Prozedur und den neuen anpassen und einleimen. So, jetzt muss ich da irgendwie mal ein Stückchen von dem Hals absägen. Warum mache ich das? Weil da ist natürlich ein Halsstab drin und ich weiß nicht, wie er läuft, was er für einen verbaut. Deswegen taste ich mich da drauf ran und jetzt habe ich quasi den Hals abgetrennt mit einer Metallsäge und schneide jetzt so eine mittige Furche rein, die ich jetzt hier mit dem Stechbeitel abklopfe, um ganz langsam mich dem Halsstab zu nähern. Und gucke mal da sehe ich doch schon was schimmern. Und da haben wir ihn jetzt. Weil bevor ich den nicht raushole, kann ich da keine Fräse ansetzen. Ja, das fliegt mir alles um die Ohren. Ja, ihr seht, da ist so ein kleiner Halswinkel. Ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich glaube 7 Grad sind es. Und ich versuche jetzt so viel Holz wie möglich da wegzumachen. Jetzt habe ich die Mittelachse markiert. Nach der muss ich mich richten. Das ist meine selbstgebaute Frässchablone für die Halstasche. Ich habe mich entschieden, 5 mm unten stehen zu lassen, weil ich nicht in die alte Leimfuge rein will. Aus welchem Grund? Weil ich vermeiden will, dass der neue Leim nicht haftet. Ja? Und jetzt muss ich hier diese ganz feinen Kanten beiarbeiten. Ihr seht da unten diese 5 mm, das ist der alte Hals. Und jetzt muss ich peu à peu, das dauert Ewigkeiten. Also das sieht jetzt hier so schnell aus, aber da machst du den Hals 50 Mal rein und 50 Mal raus. Weil wenn du den Winkel nicht triffst, jetzt mache ich die seitliche Anpassung, ist das alles vorbei. Ja, dann kann ich mir einen neuen Halsrohling für 800 € bestellen und das will der Malte bestimmt nicht hören. Ja. Also jetzt arbeite ich erstmal am Hals entlang, das gleiche mache ich am Korpus und siehe da, es kommt so langsam näher. Mit dem Schnitzer ziehe ich nochmal die ganz feinen Radien nach, damit er richtig bündig hinten abschließt und da sitzt er drin. Jetzt zeichne ich die Seite ein und wie ihr seht, ist da viel zu viel Holz, weil ich hier unten was stehen lassen habe, damit ich eine bessere Leimverbindung habe. Was ich jetzt anzeichne, ist quasi, wo die Decke entlang läuft, wenn er denn dann drin sitzt. Also ich muss jetzt diese 8 mm von unten anzeichnen und, wie soll es anders sein, mit der Hand runtersägen und dabei auch nicht den Winkel vermurksen, sowohl den Winkel in der horizontalen als auch in der vertikalen. Ja. Schöne Arbeit mit der Japansäge, da kannst du auch keine Maschine dran lassen, das geht nur mit der Hand, also das ist nicht anders machbar. Jetzt muss ich den unten plan hobeln oder schleifen in dem Fall, das habe ich jetzt gecheckt mit einer Ziehklinge, dass es auch richtig gerade ist und da flupsch ist er drin, läuft genau da, wo er entlang laufen muss. Halswinkel stimmt, denke ich mir, überprüfe ich, indem ich halt die Brücke schon mal vormontiere und nochmal mit dem Lineal drüber gehe und mir die vorgemerkten Maße halt abcheck. Und jetzt habe ich eine Trockenverleimung gemacht, das heißt ohne Leim, damit ich sehe, wie das sitzt. Jetzt arbeite ich unten diese 5 mm Überstand so aus, weil wenn es einmal drauf geleimt ist, kommst du da nicht mehr ran, dass es passt. Und bevor ich den Hals einleime, erspart mir einen Haufen Arbeit, mache ich ihn komplett fertig, lackiere fertig. Ja. Ich muss den Halsfuß neu schlitzen, weil sich durch das Abnehmen der 6 mm der Halsübergang um 1 cm nach vorne verschoben hat. Also muss ich das alles nochmal machen, ein bisschen weiter hinten. Das schnitze ich hier, arbeite mit Ziehklingen, schleife, mache das immer feiner. Und das ist jetzt quasi die letzte Passung und jetzt kommt ordentlich Leim rein auf beide Seiten. Da muss man auch schnell sein, also der Leim, der bindet ab in 5 Minuten und wenn die Passung wirklich snug ist, dann
kriegst du das auch nicht mehr bewegt, wenn da irgendwas nicht stimmt. So, Zwingen sind ab, Hals ist geleimt, ups, da muss noch ein Pickup rein. Also müssen wir das auch nochmal wegmachen hier. Das ist quasi der Überstand vom Hals. Und den bohre ich erstmal grob mit der Ständerbohrmaschine weg und bearbeite das dann mit dem Stechbeitel und mit dem Meißel. Und das wird dann eine schöne gerade Oberfläche und sieht man hier, jetzt passt der Pickup auch wieder rein. Das Gröbste ist erledigt, nochmal Feinschliff. Ein Sattel braucht das gute Ding natürlich auch. Übrigens, es gibt ein ausführliches Video von mir, wie man einen Sattel macht. Das seht ihr dann hier oben im Link, könnt ihr euch anschauen. Das ist jetzt nur mal so kurz zusammengeschnackselt. Aber Sattel war auch kaputt, muss man einen neuen Sattel machen und am besten aus Knochen. Das klingt meines Erachtens am allerbesten. Ja. So, nochmal ein bisschen am Sattel rumfeilen, dann wieder eingesetzt. Dann richte ich nochmal die Bünde ab, weil selbst wenn der Hals neu ist, sind da immer Wellen drin. Seitlich muss ich das abrichten, ich muss das alles polieren, dann wird der Hals nochmal geschliffen, gewässert und ganz zum Schluss wird er geölt. Mache ich meistens mit Leinöl oder Tang-Oil oder alles mögliche, aber Naturbasis. Es gibt nichts Schöneres, auch zum Gucken oder noch viel mehr zum Anfassen, als einfach nur einen geölten Hals, ohne Lack. Malte wollte das so haben, ich fand das gut, erspart ihm Kosten und mir einen Haufen Arbeit. Und jetzt wird alles wieder zurückmontiert. Das vergessen die Leute auch immer. Die denken, ich muss das Ding erstmal auseinanderschrauben und auch wieder zusammenschrauben. Und das beansprucht natürlich auch so seine Zeit. Ja. So, Potties drin, Studs drin, Winkel passt, Vorfreude. Jetzt ist bald alles fertig. Und der Malte hat durch sein sehr ausgeprägtes Spielen mit dem Plektrum so eine leichte Kuhle in die Decke gearbeitet und hat mich gebeten, das doch irgendwie zuzumachen. Das habe ich hier mit Epoxy gemacht, wie ihr gesehen habt, habe ich beigeschliffen und beipoliert. Mechaniken passen natürlich auch nicht, muss ein bisschen aufbohren, ein bisschen aufahlen zum Schluss mit der Hand und dann können wir die schönen alten Schallermechaniken, die top funktionieren, drauf machen. Und so sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Wunderbar, quasi wieder jemanden von dem, oder wieder eine schöne Gitarre von dem Tod gerettet. Was hätte man sonst machen können? Sie in die Tonne kloppen. Malte freut sich, das Ding klingt super, der hat viel damit erlebt und ich wünsche ihm, dass er noch viel damit erlebt. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.